Moin und willkommen auf meinem Kanal. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich bin Hermann und heute kommen wir mal zu den Testaufnahmen der Ceomur CY40. Ganz kurz nochmal die technischen Daten zu der Kamera. Sie kann Fotoaufnahmen machen bis 36 Megapixel, Videoaufnahmen bis zu 2K. Verbaut sind 24 LEDs, die in einem 850 Nanometer Bereich arbeiten. Sie soll ein Triggerspeed haben von 0,3 Sekunden, aber da hatte ich ja schon einiges zu gesagt. Und sie verfügt natürlich über IP66, dass man die Kamera auch bei Starkregen im Wald benutzen kann. Die Kamera ist eingestellt bei diesem ersten Test im Wald auf 2K, also 1440p mit 30 FPS. Also die FPS-Zahl ist schon mal ganz gut, weil meistenteils bei diesen Billigkameras oder Low-Budget-Kameras werden niedrige Pixel pro Seconds benutzt und dann fängt das Bild an zu ruckeln. Aber was man auch hier erkennen kann, das Bild rauscht sehr stark. Des Weiteren merkt man hier eine Spotwirkung der LEDs und sie sind sehr stark, darum ist der Baum sehr doll ausgestrahlt. Auch bei den Tagesaufnahmen hat man leider ein Rauschen des Bildes und die Farben des Bildes erscheinen leider auch nicht natürlich. Eher haben sie einen Rotstich. Die Auslösegeschwindigkeit des PIRs, also des Bewegungsmelders, habe ich auf Mittel gestellt und dafür ist die Auslösezeit sehr ansprechend und ich hatte sehr wenig Fehlauslösung. Wie es aussieht mit der hoch eingestellten Auslösezeit, das werde ich in einem weiteren Test erproben, wenn ich die Kamera auf 1080p einstelle und dann nochmal in den Wald verbringe. Die Tonaufnahmen sind natürlich mit Minus zu bewerten, weil man hat hier einfach keinen Ton. Man hört nur ein ganz leichtes Rauschen, aber nichts von den Bewegungen der Tiere oder von den Vögeln, die sich halt dann singenderweise im Wald bewegen. Das ist sehr schade und wir wissen alle, Tonaufnahmen sind für uns wichtig bei den Auswertungen der Videoaufnahmen. Zum Schluss noch ein kleines Fazit zu dieser Kamera. Man muss wissen bei dieser Kamera, es ist eine einfache, relativ billige Kamera mit 30 € und da hat man dann halt einige Kompromisse hinzunehmen, wie die Bildqualität oder die Tonqualität. Positiv zu sehen, sie löst sehr gut aus und hat zumindest in der mittleren Auslösegeschwindigkeit sehr geringe Fehlauslösung. Ich würde sie einsetzen, um im Revier zu schauen, ob sich dort an einem neuen Platz wirklich etwas bewegt oder eher nicht. Für einen Neuanfänger wäre es was, wenn man nur ganz kurz mal schauen möchte, was sich so in seinem Garten bewegt. Da ist sie eigentlich ganz in Ordnung. Für Fortgeschrittene kann
kann ich sie leider nicht empfehlen. Das soll es denn auch für dieses Video gewesen sein. Ich hoffe, es hat euch wieder einmal gefallen. Denn natürlich wieder liken, kommentieren und wer natürlich neu auf meinem Kanal gelandet ist, auch abonnieren. Dann heißt es für mich wie immer zu sagen, bleibt schön gesund und bis zum nächsten Mal. Tschüss!